Ahoi und willkommen zurück. Heute mal wieder mit Chad Chris Williamson, der einen konservativen, ich weiß gar nicht, was er ist, Influencer, Podcaster da hat, und sie unterhalten sich über das Thema OnlyFans und wie die Gesellschaft sozusagen am Abschmieren ist. Danach werden wir uns nochmal einen kurzen Ausschnitt von Human angucken aus dem letzten Stream, den ich krass fand. Thema soll sein, ja, wie die neue intime Dynamik uns praktisch in den Genderwar reißt, in den Abgrund quasi, und die Welt brennen wird. Bisschen reißerisch an der Stelle, klar. Aber es sind interessante sozialpsychologische Betrachtungen drin, die ich mit euch teilen wollte, und Ideen. Schauen wir mal. The more I feel like we might be totally fucked. Like, it just feels like, you know that meme of the dog in the house, and the house is on fire, and he's just smiling through the beginning of the end. This is fine. Like, if men don't kill themselves, they're exiting education and society and family life at the highest rates ever. Ja, da fängt es nämlich schon an. Klar, Männer verlassen das Familienleben, die Bildungsinstitutionen, die gesamte Gesellschaft in den höchsten Raten, die es jemals gegeben hat. Ja, weil der gesellschaftliche Vertrag halt aufgelöst ist. Frauen eben hypergam nach oben daten oder Tinder nutzen. Und tja, für die meisten Männer das Ganze einfach nicht mehr interessant ist. Also die Atomisierung. We are fucked, hat er dazu noch gesagt. Oh ja. Und das wird in den nächsten Jahrzehnten ganz deutlich werden. Women are frantically pursuing careers only to discover that they're unable to find a partner that they're attracted to, and then jump on meds at 40 years old. The highest percentage, the highest group that use meds are between. Ja, und dann die Frauen werden dann zu Katzenladies mit den berühmten Antidepressivas. So sieht's aus. Ist ja alles nichts Neues eigentlich. Aber auch Chaddy Chad hat es mittlerweile kapiert. Es ist, glaube ich, ein paar Wochen später. So langsam dämmert ihm, dass seine Position ein bisschen zu milde war, zumindest im letzten Video. Er will ja nicht so gern Frauen bashen, weil es sind ja seine Zuschauer, aber an vielen Stellen kann man es nicht anders sagen. Also auch er rafft langsam, was abgeht. White women between 40 and 45 years old. And then the people who want kids can't find a partner that does as well. Birth rates declining. Faith in the leaders and the news organizations non-existent. And everyone's just about. Und da spricht das auch noch an, das Thema werden wir jetzt nicht bearbeiten, halt wie durch, ihr wisst schon, den Virus, dieses Vertrauen in die Massenmedien komplett verloren gegangen ist, in die Politik, in die Institutionen. Ja, das war ja vorher schon am Erodieren, das hat natürlich verschiedene Ursachen. Na klar, die Atomisierung findet ja auch im Informationsbereich statt. Jeder ist auf seinem Kanal quasi in seiner Ecke, in seiner Echokammer. Klar, gut, kann man sagen. Zum Teil stimmt das auch, aber die Institutionen selber haben sich natürlich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert in vielerlei Hinsicht und haben massiv Vertrauen erodiert. Ich habe immer öffentlich-rechtliches Fernsehen geschaut, kann ich für mich nur sagen, ich kann es nicht mehr sehen. Weil ich in verschiedenen Bereichen, gerade in der Interintimität, einfach mehr weiß und die Propaganda mir da nicht mehr anhören kann. Ohne es zu diskreditieren, man kann sich ja mal angucken, was irgendwo in der Welt passiert, eine Tagesschau oder so oder was auch immer, kann man sich ja mal geben, ist ja auch okay, aber ansonsten bin ich sehr, sehr weit zurückgegangen und ich habe das sehr viel konsumiert, kann ich an mir auch feststellen, klar. Aber irgendwann kommt so ein Prozess zustande, dass man dann doch sehr skeptisch wird. Auf jeden Fall muss man jetzt mit einem sehr offenen Auge gucken und wissen, welches Parteibuch der Intendant hat von dem Sender. Man muss wissen, welchem Lager sie zugehören, muss wissen, wie Medien auch durch die Themenauswahl, die Gästeauswahl und verschiedene andere Aspekte sozusagen narrativ pushen. Und irgendwann, wenn man älter wird und bewusster wird, sieht man das dann doch deutlicher. Ohne Aluhut, völlig ohne Aluhut. Also da würde ich mich überhaupt nicht sehen. Aber gut. Sufficiently sedated not to notice or care that it's going on. That's a precise and accurate summary of how the West has declined and will collapse, yes. Er sagt es auch, der Westen geht unter. Fuck. I know. And do you know what's worse, right? Is that the few that are in the generations that are coming up now are totally fucked by leftist ideology. Er kommt eher vom rechten Flügel, er spricht die Woke-Bewegung an, sozusagen, die nur Brandbeschleuniger ist auf die Entwicklung. Da bin ich seiner Meinung. The way that young women, view men is evil. It is purely as a transaction. Da stimme ich ihm auch zu, was diese Ideologie in den Köpfen junger Frauen verursacht, dass Männer sozusagen im Schwarz-Weiß-Denken, Borderline geht ja auch durch die Decke, über emotionale Dysregulation,
Borderline ist ein kindliches Schema. Ja, wir werden ja immer später erwachsen und werden immer dysregulierter. Die Schneeflockengenerationen sind für mich alle tendenziell in der Richtung unterwegs. Und in diesem Denken, wenn da einer hinkommt, eben die Trockenpflaume im Elfenbeinturm daherkommt und sagt, hier, alle Männer sind böse, werden Männer auf Transaktionen reduziert, nicht auf ihren evolutionären Grundwert. Was kann er mir geben? Ja, eigentlich ist er mein Feind. Eigentlich sind wir antagonistische Paarungsstrategien, kann man auch so sehen. Aber ja, diese Spaltung wird massiv vorangetrieben. As in, they are essentially prostitutes, every single one, and they don't even realize it. And the young men What do you mean? view women as trophies. Women are now just, again, they're not people. They don't view each other as people. Ja, die sehen uns nicht mehr als Menschen, wenn wir an den Genderwar denken und an die Wegner-Debatte. Ja, wenn alle zu psychopathischen Narzissten werden, sozusagen auch ideologisch geprägt, dann noch zusätzlich und uns nur noch als Objekte sehen, Frauen eben evolutionär im tiefsten Basissinne noch als Leistungsobjekte und Männer, Frauen nur noch als Lustobjekte und Frauen sich selber objektisieren in diesem System und sich dabei noch empowered fühlen, ist das schon wirklich erstaunlich. The thing, a human being is a three-dimensional thing. It's got a material component, and then it's got an emotional component, and a spiritual component. It's, like the metaphysics we ascribe to what is a person. And the thing that we consider, you're not just Chris. You're not just the body of Chris. You are, a personality. I'm considerate of you when I'm talking to you and things like this. When you message me on Facebook, like, hey man, how's it going? So I don't just send you a link to my OnlyFans, right, and ask you to subscribe. But that's how a generation of women have been trained by feminists to view men, in order not to be oppressed by the patriarchy, right? And so these women, I think, have been essentially made unable to love men as people. Weiser Satz. Es ist so, dass sie jetzt nicht mehr in der Lage sind, Männer als Menschen, als ganzes Wesen, als dreidimensionales Wesen zu lieben. Durch dieses wirklich teuflische Gedankengut, würde ich schon sagen, an der Stelle. Auf jeden Fall, was den vierte Welle Feminismus angeht. Ja. Und gerade wie er in Amerika stattfindet. Hier sind wir gerade noch ein paar Jahre hinter. Das wird alles noch hier auch kommen, mit Sicherheit. Meistens ist es so. Right? They don't really see them as people. They view them as a kind of competition, competitors on a playing field. And the young men don't know what to do. And so now they're just following their base instincts of, I should try and have sex. I should try and see a woman naked. And therefore that's flattening a woman down to merely her biological components. Now it's not even romance, It's not about falling in love. It's about send nudes. It's about hookups. Well, it's objectification from men to women and commodification of men from women. Genau, Objektifizierung von Männern zu Frauen und Kommodifizierung von Männern durch Frauen. Ja, ganz genau, gut erklärt. Und jede Frau, die mir nochmal ankommt und sagt, du objektisierst mich, kann sagen, du kommodifizierst mich. Könnt ihr euch merken. Like, was it you that said, in the same way that porn has skewed men's expectations of women, OnlyFans has skewed women's expectations of men? I've cited it by you, even. Er spricht OnlyFans an. Für die es nicht wissen, darum geht es hier. Das ist diese Plattform, wo Frauen halt eben ihre Bilder verkaufen können für sehr, sehr, sehr viel Geld. Weil diese durstige Armee von Sims, gerade das untere Drittel, was ja gar nichts mehr bekommt, irgendwie noch versucht, einen Zugang zu bekommen zur Intimität und dort horrende Summen hinterlässt. Und er meint natürlich genauso wie Porn sozusagen Männer, Frauen objektifizieren lässt, lasst OnlyFans, aber auch Dating-Apps in meinen Augen zu, Männer zu kommodifizieren. Ja, das würde ich hier noch ergänzen. Even if it wasn't, so it may well take have it. Because I totally agree with that statement. I may have said that because it's awful how OnlyFans has turned. It's commodified being a girlfriend, right? That's the thing. Because everyone thinks, oh, you're just getting nudes. It's just like porn. It's like it's not just like it's emotional intimacy. I've been watching a bunch of YouTube videos by women who do OnlyFans, who explain what they're doing. OnlyFans ist natürlich noch mehr. Warum stecken die Leute so viel Geld rein, wenn es Porn umsonst gibt? Ja, weil es eben noch eine Interaktion gibt. Ja, ein Minimum an Schreiben. Da kriegst du jetzt noch eine Antwort. Meistens ist es aber der Freund, der daneben sitzt oder irgendwer. Es ist ja nicht mal sie. Aber die Sehnsucht nach Nähe, nach Intimität, nach auch emotionaler Nähe, auch bei Männern, ist so hoch, dass sie das dann da suchen, weil es sonst nirgendwo anders mehr möglich ist. Weil wir auch alle gewohnt sind, uns das irgendwo aus dem Internet zu ziehen, vom Bildschirm oder so. On OnlyFans, because I've never used that. God forbid, my wife would kill me. But
So basically, it seems like it's sort of like an online artificial girlfriend service. Yep. And the sort of romantic nudes that you'd send to one another and sexy posts and stuff, they send to 5,000 men or however many it is. It's like, right, that's not good, is it? That's pretending to have an intimate relationship with thousands of different men. And it's not surprising that there have been recently a bunch of OnlyFans models who have been murdered by subscribers. No way. Yeah, no, we recently did a video. In fact, it should be out on Pod. Er spricht an, dass es auch schon zu Übergriffen gekommen ist. Natürlich gibt es immer ein paar Verrückte, die dann ihre Idole um die Ecke bringen. War hier natürlich auch, gab es schon immer. Castellosis is already, by the time this goes up. It's not out yet, though. But yeah, we've got 3 examples in the last week where subscribers have murdered these people. And there was one guy who had gone to Florida, stalked an OnlyFans model, murdered her, and then written on the walls, I shouldn't have come, it's her fault for making me love her or something like that. Ich sollte nicht kommen, sie ist schuld daran. Sie hat mich dazu gebracht, sie zu lieben. Oh Mann. Weinerlicher Narzissmus und Psychopathie sehe ich hier aber sofort. Aber gut. And stuff like this. And it's just like, look, this is warped what it is to be in a romantic and sexual relationship. Pretending that we can just commodify these things and that's all a human being needs is not true. And that both people on both sides can detach their emotions from the situation. That the guy isn't going to feel anything more than, he knows that this is just messages. He knows that this is just work. And the same as precisely. They can't switch that off. They can't switch that emotional situation off. But for the sort of Gen Z woman, men are merely a mode of transaction because they've been indoctrinated by feminists in their schools and just in the cult. Ja, wiederholt sich. To view men as being part of an oppressive structure and they have to be on their guard against men. Men are here to take something from you. Genau, Männer sind dazu da, um dir was wegzunehmen. Männer sind das pure Böse, Männer sind das Patriarchat und so weiter. Der weinerliche Opfernarzissmus der Frau wird sozusagen als höchst privilegierte Klasse in der Geschichte der Menschheit im Westen sozusagen trotzdem weiter gestützt und so wird halt die Saat des Hasses gesät. Dangerous to women, you've got to. Die Gefahr, ich sagte schon mal, die docken auch sozusagen an dem Angstwesen der Frau an. Klar, an ganz verschiedenen Stellen, am verletzlichen Ego. You've got to view them as a thing to get money from. Well, if they're the enemy, then defeating the enemy makes sense. But the other side of this is, man, I don't know. I wonder what it teaches women, not only the women that do OnlyFans, but even the women that know that other women do OnlyFans. What does it teach them about what their worth is? We've literally just said, if you enter the world and your primary source of value is your looks or your sex appeal, this is a depreciating asset and you need to be very, very careful. This is the richest, I wouldn't like to guess, there is a huge swath of some of the richest people in the UK and in America that are women that are probably getting their money directly from taking their clothes off and sending photos to people that pay them for it. And that's what other women are thinking as well. So Also mittlerweile ist es so ähnlich wie mit den Influencern. Alle jungen Menschen wollen Influencer sein, demnächst wollen alle OnlyFans-Model sein. Es gibt einfach Schweine viel Kohle. Das stimmt durchaus. Die Beträge sind unglaublich. Ja. Also als Frau mit einer, wie er sagt, eine Ware, die sozusagen schnell an Wert abnimmt, ihre Schönheit, mit der sie gesegnet ist und geboren ist, der Kredit, mit dem der irgendwann fällig wird, mit dem halt noch wirklich Kohle zu machen, ist ja einfach auch scheiße verlockend. Also gar keine Frage, will ich gar nicht in Abrede stellen. Und wer ist schuld? Ja? Deswegen bin ich immer extrem gegen Simping und Männer, die für sowas Geld ausgeben, sind für mich auch Brandbeschleuniger des Systems und nicht immer auf Frauen nur rumzacken, weil sie sich auf der Meta gar nicht bewusst sind, was sie damit machen. By osmosis, almost, there's these role models of women that are in a society that says, girls, you can be a girl boss too, clap back, don't settle for less, be a boss bitch, all of this stuff, be a career woman. And also some of the most successful career women that you know are the ones who are using the lowest form of female value to the world as their way to climb this dominance hierarchy. It's not good. I don't think it's good for women. I don't think it's good for men either. Ja, es ist für beide Seiten wirklich schlimm. Neben Online-Dating-Apps wäre so Feminismus das Zweite, was man direkt verbieten sollte. Aber die Ideologie auch vom Woke und vom Feminismus ist viel zu tief in den Köpfen. Ja, und es fühlt sich so gut an. Das kann man den Leuten natürlich nicht nehmen, wenn ich jetzt hier mit rationalen Argumenten komme und die beiden auch.
Ja, wir sind weit über den Kipppunkt. Vor 20 Jahren war es vielleicht mal eine gute Sache. Da war ich auch wesentlich weiter auf links im Spektrum, sozusagen das zu feiern oder zu sagen, ja, okay, oder Sympathie dafür zu empfinden. Heute ist es bedrohlich für den gesellschaftlichen Frieden, für die Zukunft der westlichen Welt sogar. Terrible for society in general. You know, it's again, it's teaching women that men aren't important and unique things, because like the root of every relationship is unique, right? And no one else can have that relationship with you. Your relationship, my relationship to you, my relationship to my wife, my relationship with my sons, they'll never have that relationship ever again, right? You'll always have a different relationship with someone else. And relationships are like a chain, you know, or like a rope, you know. And if you don't like keep it in good check, if you don't, you know, do the things that the other person appreciates, and if they don't reciprocate and do the things you appreciate, then the relationship fades and frays and ends up breaking, you know. And there can be other ways of breaking it, but like it's something you have to nurture, something you have to take care of, and something that is what I think is the genuine content of the human experience. And I think that this is why, if you go back 100 years, people were so much poorer, but they were not on antidepressants. They weren't all depressed. They weren't all sad, because they had their families, they had their friends, they had their social lives. They had a reason to live. You know, oh, I've got to go over to Mavis's house and. Er spricht an, dass die Leute vor 100 Jahren, auch wenn die Umstände härter waren, wesentlich zufriedener waren, weil sie Familien und soziales Umfeld hatten, nicht die Atomisierung auch durchs Internet erfahren haben. Reale Bindungen sind eben immer noch mal ganz was anderes. Da habe ich an anderer Stelle den Wegner dazu sagen hören, dass alle Studien, die psychische Auswirkungen und hormonelle Auswirkungen, die sind immens durch das Atomisieren und das praktisch vom Internet nur noch Hocken für den menschlichen Körper, den Verstand bedeuten von Google und allen anderen Tech-Größen, die den gesamten Bildungsbereich in den USA und in anderen Ländern finanzieren, unter Decke gehalten werden. Ja, schon seit 15 Jahren oder so. Nämlich genau in diesen 15 Jahren, wo die Entwicklung extrem geworden ist, weil das ihr Geschäftsmodell kaputt macht. CEOs von solchen Firmen lassen ihre eigenen Kinder kein Social Media benutzen, weil sie genau wissen, was sie da verkaufen. Eigentlich sind sie Gemischtwarenhändler auf großem Niveau und das wissen sie ganz genau. And pick up her groceries for her, you know, and stuff like this. And you feel good about doing something good for someone else. Maybe it'll probably make you a cup of tea when you get there, and you have a nice little chat and things like this. Like these relationships are the genuine, what makes life worth living. You know, ostracization used to be a punishment, you know, and now people are literally just ostracized on their phones, thinking, God, I hope Twitter gives me some likes today. From who? You don't know. You don't know any of these people, you know. Some men also are choosing to ostracize themselves. Yeah. Consciously. You know, that's what MGTOW is. What are those guys in the... MGTOW als geächtete, ostracizing, echten Übersetzer, das also sich auszuschließen, ja, okay. Klar, ja, mal gucken, was er dazu sagt. Apartment blocks in China or Japan, there's a particular name Herbivore for them. man. Yeah, them, plant man or whatever it is. You know, these are guys that are consciously choosing to just exit society. Yeah. Na, sie verabschieden sich nicht unbedingt von der Gesellschaft, das sieht ja ein bisschen zu extrem, sondern vom Datingmarkt und von Frauen. Unter all den Umständen, wie sie sind, ist das durchaus auch verständlich. Ja, also, wie gesagt, ich sehe das nie absolut schwarz-weiß, aber ja, dass dann so ein bisschen auch der Ausschluss aus der Gesellschaft steht, wenn man die Linse drauf hat und die Dinge eben ein bisschen klarer sieht, kann durchaus auch so sein. Aber niemand davon ist irgendwo im Wald ein Prepper und zahlt keine Steuern und ist irgendwie nicht Teil der Gesellschaft und interagiert nicht mit anderen Männern. Also da gehen sie hier zu weit, finde ich. In the way that we would typically see it. What do you think? Do you think that celebrating family values and life is under attack, or is it just eroded as a byproduct of modern society, or is it a blend of both, or something different? If we go back to what we were saying about the communists, looking at the sturdy structures of our society, we can see that it has been a conscious attack by certain people, by critical theorists, by communists. And it has been going on for quite some time. But this... Er sagt, die kritische Theorie und die Kommunisten waren es, die die Familienstruktur angegriffen haben und die Feministen ganz sicher auch. Ja, sie haben wesentlich dazu beigetragen, das zu erodieren, wenn man das zum Feindbild macht sozusagen, klar. Absolut. Und die Vide et Impera sagt man natürlich, ne, teile und herrsche, so wenn der Staat sozusagen die Leute alle atomisiert und irgendwo sitzen sie alle zu Hause vom Bildschirm, sind sie leichter zu kontrollieren und ja, ist an sich auch machttechnisch keine schlechte Sache. Requires complicity on our part.
happiness with pleasure and you consider anything that's non-material to be non-valuable, then you end up at the place we are at now, where it's just about satisfying the dopamine rush in your own brain, constant consumption. You have to consume on your phone, you have to consume food, eat the sugar, take the drugs, drink the alcohol, whatever it is, have lots of sex, with random people. Who cares? What difference does it make? If that's happiness, which I don't agree that it is, I think that's pleasure, then that's that. Ja, er sagt, hat nichts mit Happiness zu tun. Happiness, hatte ich immer ein Video drüber gemacht, ist eh nicht zu erreichen. Es soll einfach nur Vergnügen bringen, hedonistischen Spaß. Im Endeffekt, klar, Logo. Und funktioniert ja auch, weil unser Affengehirn natürlich so programmiert ist. Drück immer auf die Taste. Wenn man Rattenexperimente macht mit der Elektrode im Hirn, wo immer Dopamin ausgeschüttet wird, drückt die Ratte die Taste, bis sie tot ist. Also klar, es ist verführerisch. Gerade in unserer Zeit ist alles so leicht zu erreichen, die Sofortbelohnung überall. Ja, das ist ein Riesenproblem, was das mit der Psyche macht, mit der Neurologie allein schon macht. Tja. Und heute haben wir halt das Ergebnis der spätrömisch-hedonistischen Gesellschaft. That's a purely materialistic outlook, whereas happiness, I think, and in previous eras, happiness is defined as something that is not material. It's not physical. I can't give you something that will make you happy, but you'll know you're happy when you feel it, and you'll feel it because it's a state of affairs. It's not one particular instance where I'll take this pill and then I'll be happy, I'll drink this drink and I'll feel happy. It's something that is, essentially what we call now, I guess, satisfaction. You just think, no, I'm happy, I don't want to change my life. I'm just going to carry on doing this. Ja, er wirft die Begriffe durcheinander. Ich hatte das in einem anderen Video schon mal erklärt. Zufriedenheit ist der eigentliche Lebenssinn. Zufrieden sein ist der Punkt, nicht glücklich sein. Und da sind viele auf dem falschen Dampfer. Ja, immer auf der Suche nach dem High. Ich will nicht die Frauen vom Karussell wieder erwähnen. Das können auch andere sein. Aber gut. The things I habitually do, and I look around myself. I've got my particular case. I've got my wife, my kids, my business, my job, my studies, my Warhammer, and I'm very happy. I'm very happy. I love everything that I get to do in my life, and I don't. At no point do I begrudge any of it, even when some of it's hard and it's difficult. Even when I have to change my 1-year-old's nappies or something, I don't ever begrudge it. It's never a chore, but no, it's not all pleasurable, but it is making me satisfied and it is making me happy. And this is a general sort of state of affairs over time, a continuum that could be broken. I mean, don't get me wrong, if my family, God forbid, died in a car crash or something, then that would be broken, but it's not something that can just be given to me by a product, right? It's not something that can be given to me by a service or a product or anything like that. And it can't just be taken away by a lack of those things, Er spricht den inhärenten Wert immaterieller Werte an. Klar, den kann man eben nicht bemessen. Da hat er, denke ich, recht. And we've completely misunderstood what it is to be a whole and complete and happy human being. And it's going to be very uncool to try and reclaim that. But on the plus side, I don't take any depression pills. I don't go to therapy. I don't have to worry about any of this. I'm never sat around going, God, I wish something would happen so my life wasn't shit. I never think anything like that. I'm always, oh God, I hope nothing happens so it ruins what I've got. And then suddenly you realize why I'm now a conservative. Ja, jetzt weiß man, warum er ein Konservativer ist. Er braucht keine Pillen. Er hat seine Familie, er hat was Solides, was ihm Lebenszufriedenheit gibt. Und er wünscht sich, dass es halt eben so bleibt. Ne? Das ist ganz typisch für einen Konservativen, klar. Kann man bei ihm verstehen. I've got everything I want. This is why families are innately conservative. I don't want to ruin the state of affairs. Young people have been programmed, though, not just to avoid that state of affairs by the materialistic culture in which we found ourselves. And again, I think you can directly link things like critical theory to this process, but they are now unenviably in a position where, and this is something I get from a lot of young men, because like a couple of years ago I was like, look, this is what you need to do, lads. Get yourself a wife, get yourself kids, get yourself a house, get yourself a job, get on with it. Er spricht den alten gesellschaftlichen Vertrag an, der eben nicht mehr funktioniert, würde er auch gleich sagen, ja, hol dir ein Auto, hol dir ein Haus, hol dir einen Job, hol dir eine Frau und happily ever after sozusagen im Kleinen, ohne pompös dabei zu sein. Und das geht ja eben nicht mehr und das ist ja das Gefährliche. And a lot of them are like, yeah, okay,
that's easy for you to say because you're already married. You know, your wife isn't a Gen Z Zoomer and isn't on OnlyFans. You know, like this is easy for you to say because you had the pick of women who were not essentially. Ja, und da stimme ich ihm total zu. Vor 20 Jahren, vor dieser ganzen komischen Kulturrevolution und technischen Revolution, gab es eben noch wesentlich mehr traditionelle Frauen, mit denen man auch eine Familie gründen kann. Und nicht Gen Z-Frauen, die diesem ganzen Quatsch folgen, ja. Das Karussell benutzen und so weiter, dem Hedonismus frönen, mit riesigen aufgeblasenen narzisstischen Egos und so weiter und so weiter. Spoiled by the materialistic culture of the modern era. But now these guys, I mean, I wouldn't date a woman who had OnlyFans. I wouldn't date a woman who took loads of nude photos of herself and they were all just all over the internet all the time. But not all women. Not all women are on OnlyFans, natürlich, aber er wird gleich gut kontern. It's a very small percentage of women that do that. I don't know. Er hat noch vergessen mitzurechnen, die ganzen anderen, die Sugar Babies hatte ich mal gezeigt, 25% an der kanadischen Uni sind Sugar Babies, OnlyFans. Wenn man alles raufrechnet, also ich würde sagen, locker ein Drittel der Frauen im Westen, der jungen Frauen, wissen genau, wie sie ihren Körper zu Geld machen auf irgendeine Art, welcher auch immer. Das ist auch ganz analog zu der Entwicklung auf der männlichen Seite, wo sozusagen ja immer weniger Familien, immer mehr Durst da ist und das untere Drittel sozusagen praktisch heraus ist. If it is, and it's not just that though, it's the attitude as well. It's the way they view men is not as potential life partners because they have been trained by feminists to say, hey, you can have it all, be the girl boss, you know, sleep around as much as you want. I mean, let's say that they're not all on OnlyFans, sure, but I mean, what are their body counts, you know? Like by the time a woman... Was sind ihre Bodycounts? Okay, selbst wenn sie nicht auf OnlyFans ist und nicht zu dem Drittel gehört, was sich komplett kommodifizieren lässt. Ja, was ist mit den hohen Partnerzahlen? Und was das bewirkt, wissen wir ja. Bindungsfähigkeit, das muss ich nicht nochmal zeigen. Es gibt so viele Statistiken drüber. Klar, ja, will man eine Frau mit wenigen Partnern, wo die Scheidungswahrscheinlichkeit vielleicht bei 18% liegt, glaube ich, bei Jungfrauen. Oder will man halt hier 50 plus, wo die Scheidungswahrscheinlichkeit bei 70% liegt oder so oder mehr. Es ist, der Zusammenhang ist glasklar linear. Also da braucht man auch gar nicht mehr diskutieren drüber. Das wollen sie ja immer nicht hören. So. Das ist ja dann Patriarchy. Woman's 25 is probably not insignificant at that point. And there are lots of young men who tell me, I get messages about this all the time from different areas of the world, where they're just like, look, there are just no women that I would think of as suitable partners for marriage and to become a wife. And I'm just like, okay, well, that's terrible. That's just really terrible. I don't have a solution. I don't have an answer. And it's going to be really uncool to say, well, look, young women basically have to use their time at their peak attractiveness to find the man of their dreams and get married and settle down with him. You know? Ja, die Botschaft, ja, die kriegen sie nicht so ganz. Sie werden so in den Himmel gehypt von ihrer Ideologie, dass sie irgendwie nicht so ganz verstehen, dass wenn sie ihr hypergames Superideal, den reichen Chat, Top 10% Mann haben wollen, dann sollten sie sich mal in jungen Jahren umsehen und möglichst nicht rumdirnen, weil sonst wird er sie nicht erwählen. Aber das geht nicht in die Köpfe rein. Das darf ja keiner sagen, laut vor allen Dingen. Darauf kommen wir gleich. Also ist ja auch für sie zum Vorteil, wenn es ihnen einmal mal stecken würde, wie die Wahrheit aussieht und sie aus dem Zauberwald mal kurz rausholt. Aus dem Zauberwald voller Gurken, ja, dem Spreewälder Gurkenzauberwald. See him as a human being, fall in love with him, you know? That's not what's being pushed, no, in culture. No. It's about, you know, I think by 2030, you're going to have 2 women for every 1 man at a 4-year US college. Mm-hmm. And again, as we said earlier on, if you've got that hypergamous nature where women are going to date up and across, that means that you have double the number of women competing for that number of men. Sehr klare Aussage von Shady Chat. Er hat anscheinend die Hypergamie verstanden und was das in den nächsten Jahren heißt, wenn Frauen dann keinen mehr finden, der auch einen Bachelor hat, der auch einen Doktor hat in Feministologie oder was auch immer sie dann haben und sich darauf was einbilden. Das sind ja meistens geisteswissenschaftliche Fächer, die eigentlich rein kapitalistisch betrachtet unproduktiv sind, ja, aber bilden sich dann was drauf ein. Ja. Are you familiar with the sex ratio hypothesis? Do you know this? No. It's quite logical when you think about it. So, das ist richtig spannend, hier die Geschlechterhypothese, kannte ich vorher auch nicht. A local area where you have an abundance of women or an abundance of men relative to the other sex, you see changes in mating patterns.
Ja, also wenn du ein Verhältnis hast, wo zu viele Männer oder zu viele Frauen da sind, verändert sich instinktiv evolutionär das Paarungsverhalten. So if you have an abundance of men, you see an increase in long-term mating, you see a increase in sexual violence, you see women being more selective, more choosy, and waiting longer to have sex. Ja, also wenn es mehr Männerüberschuss gibt, dann werden sie wählerischer, warten länger. Aber es gibt auch mehr Übergriffe, weil frustrierte Männer dann sozusagen nicht zum Zuge kommen. When the reverse happens and you have a surplus of women and a scarcity of men, you see that women are having sex sooner, there are more casual relationships, there are fewer sexual aggressive encounters, but what that... Ja, und umgekehrt geht es dann genau andersrum, wenn es nur wenige Männer gibt. Und wenn man das jetzt umdreht, auf Tinder überträgt, gibt es ja sozusagen nur wenige hochwertige Männer, dann wird sich sozusagen schnell für die hergegeben. Ne? Dann, klar, ist der hochwertige Mann ist sozusagen Mangelware und der unterwertige Mann, die unteren 80%, fallen in die andere Kategorie. Das ist so richtig, dass beide Dynamiken gleichzeitig zutreffen durch den modernen Datingmarkt. Das ist eigentlich spannend. That shows, first off, that's fucking fascinating. And this just happens, right? No one's thinking this through consciously, or very few people are. But this means that human sexuality responds to its local ecology. Yeah. How fucking fascinating is that? Da hat er recht, das ist sozusagen lokale Ökologie, die Nische, wenn es früher halt ein Stamm war oder so, verändert sich das ganze Gruppenverhalten. Das ist wirklich faszinierend, muss ich ihm mal recht geben. Wusste ich vorher auch nicht. The fact that your sexual proclivities will alter just based on what you're sensing. Now, maybe a tiny little part of it might be conscious, right? And you'll think, oh, well, actually, like, there's a lot of girls here, and that means if I don't maybe sleep with this guy on the third date, then he's maybe going to forget about me because I know that there's other girls that are around here or whatever. But obviously, the implication of this is that in colleges, where you are having an ever-increasing number of women and an ever-decreasing number of men, you have women that are no longer able to get the sort of relationship that they want. And not only that, as well, when they leave, they will, and I can't think of a more delicate way of putting this, they will have effectively debased their own purity as well. And this is... Er hat es ganz elegant ausgedrückt. Sie setzen ihre eigene Reinheit herab. Ja. This is something that women have to understand that men really care about. Men do not want a woman who is run through. Ja, und das gibt es im Feminismus nicht, weil der Mann ja das Feindbild ist, der Unterdrücker, das Böse. Wissen Frauen heutzutage überhaupt nicht mehr, was ein Mann eigentlich will. Und müssen es dann eigentlich wissen, so wie sich die Welt aus ihrer subjektiven Sicht darstellt, wo sie, wie gesagt, die gebratenen Hühner auf Tinder sich ins Maul fliegen lassen können, also wo sozusagen immer ihr intimer Marktwert und ihr Beziehungsmarktwert verwechselt wird. Ja. Klar. Und klar, hochwertige Männer, die die Wahl haben, nehmen doch keine Frau, die ran true ist, wie er sagt. Klar, das liegt auf der Hand so. Aber das ist dann für die Feministen lustigerweise halt Programmierung des Patriarchats, internalisierte Misogynie. Nennen sie es dann. Weil das ist ja alles nicht so. Das ist ja nicht so. Nein, Biologie gibt es ja nicht bei den Sozialkonstruktivisten, aber gut. By the time she leaves university, that is not what they're looking for. That is not someone they're going to make their wife. They want preciousness, exclusivity and specialness. They want to think that they are essentially conquering an undiscovered country with their wife. You know, they want it to be all of theirs and none of anyone else's. They want this, and this creates a kind of magical state of affairs in the mind of the man. Ja, hier spielt mir ein bisschen viel MH-Komplex mit rein. Er hat natürlich biologistisch recht, er hat soziologisch recht, wenn man sich die Zahlen anguckt. Aber er idealisiert hier schon ein bisschen viel. So. Aber klar, der Gedanke ist vielen Männern natürlich nicht fremd. You have to, if you're a smart woman and you want to get the guy of your dreams, you will essentially maintain your purity as best you can. And again, it's the sort of thing, well, hang on a second, this is sounding very much like what my conservative Christian grandfather would have said. So, yeah, and he had that tradition for a reason. You know, that was true then, it's true now, and you're unmarried, approaching 40 and on depression medication as you go and see your fucking therapist, all right? You know, your grandmother didn't have this problem. She wasn't a hoe when she was young. She got married to your grandfather when they were like 22, and they're still married now, you know? But again, with this, like, to try and sing the song of sympathy for women, it's not like
it's not, I don't think up until really now anyone's been warning women. Ja, er will schon wieder seine eigenen Frauen ansprechen. Da sieht man richtig seinen inneren Konflikt. Scheiße, meine weiblichen Zuschauer. Er sagt gerade die Wahrheit. Er spricht gerade die Wahrheit aus. Seine Großmutter, die zwar konservativ war, und sein Großvater, die hatten Lebensglück. Die haben nicht mit 40 durchgehurt sozusagen, dann auf Antidepressiva mit Katzen ihren Therapeuten besucht. Nee. Da hat es noch funktioniert sozusagen. Und jetzt ist er richtig im Bedrängnis. Und jetzt muss er sich natürlich irgendwie rausfinden und sagt, aber keiner hat es den Frauen gesagt. Ja, und da würde ich ihm sogar zustimmen. About this, sexual revolution wasn't too long ago, birth control. Apart from their grandmothers. Yeah, yeah, but I mean, who's stepping in and saying, darling, are you bringing another boy home? Ah, darling, are you bringing another boy home? Ja, also, wer sagt denn, warum bringst du denn schon wieder jemanden nach Hause? Ja, weil Väter sozusagen systematisch aus den Familien rausgeschmissen wurden, was er hier nicht sagt, ja, dass das Single-Muttertum sozusagen gefeiert wird. Ja, strong and independent, Männer sind ein Dreck wert, ja, dass immer weiter die Maskulinität angegriffen wird von allen Seiten. Das Thema ist ja unerschöpflich sozusagen, wo an allen Enden der Gesellschaft daran geschraubt wurde, dass Frau nicht in die Verantwortung geht, dass sie nicht beschämt werden kann, alles sozusagen dem femininen Imperativ sozusagen dient. Ja. Und wer soll sich in dieser Kultur hinstellen, ganz ehrlich, und das propagieren? Ja, auch mit Zahlen begründet, ist es egal, feels before reals. Wenn ich da hingehen würde und sagen würde, guck mal die Zahlen an, da und da und da, läuft nicht, ihr solltet mal was verändern, wirst du gesteinigt, wirst du gekreuzigt, weil es fühlt sich schlecht an, was du da sagst. Ja, und darauf kommt er leider nicht zu sprechen. No one's stepping in like that. Yeah, maybe. Should be on patrol, This is okay. This is not good. But you are right, and I agree with you. There has been a total dropping of the ball when it comes to understanding the nature of reality of the relationships between the sexes. I mean, even the Pope is telling people that they need to have more kids. Did you see that? He's right. That having pets is selfish. Why? Because your Der Papst sagt, wir sollen mehr Kinder kriegen. Haustiere sind egoistisch, also hier Hundeladies und so. Das ist Anti-Gesellschaft. pet will not look after you or someone else. And this is ja, und dein Hund wird sozusagen später nicht im Altenheim deinen Rollstuhl schieben oder den von jemand anders, ja. There's another thing I was thinking about a lot, right? So I was thinking, look, I think we actually do have a moral obligation to have children because we are expecting there to be people around to do the things that we want done. As in, you're like, yeah, well, I'm going to get my retirement money. Okay, but someone's going to have to pay for that. Ja, da spricht das an. Wer soll die Rentenkassen bezahlen? Wer soll die Rollstühle schieben? Wer soll sozusagen das ganze Wirtschaftssystem am Laufen halten? Es geht sozusagen nur noch mit den Kindern aus Ländern, wo das generative Verhalten noch normal ist, aber die werden sozusagen nur verspätet diesen Effekt haben. Wir sind jetzt an der Spitze mit 9 Milliarden oder was knapp Weltbevölkerung und es wird nie wieder so viel geben. Es wird dramatisch fallen. Der Westen, wie gesagt, ist in 50 bis 100 Jahren ohne Einwanderung ausgestorben. Ganz klar, das hatten wir in einem anderen Video schon gesagt. Wie gesagt, mit der Pufferung durch die anderen wird es vielleicht noch ein bisschen länger dauern, aber wenn der Trend sich sozusagen fortsetzt, ist die Menschheit auf jeden Fall auf einem massiven Abstieg. Also ich denke, eine Halbierung der Weltbevölkerung in 50 bis 100 Jahren ist realistisch wahrscheinlich, so wie es jetzt aussieht. Ja, die Effekte knallen gerade erst durch. In den nächsten 10, 20, 30 Jahren, brutal, allein in Deutschland ist die Hälfte über 57. Es ist erstaunlich, wie wenig das eigentlich propagiert wird oder wie wenig da eigentlich. Ja, weil es keine Lösung gibt. Willst du den Frauen sagen, ihr heiratet jetzt und kriegt Kinder, willst du Einwanderer reinholen, dann schreien sozusagen die Einwanderungsgegner, willst du den Frauen sagen, mach mal nicht so einen Unsinn. Ja, geht alles nicht im jetzigen politischen Klima. Also wandern wir schön auf den Untergang zu. So you're going to have a body working to pay for the retirement money you've got. Okay, well, I don't need kids. I'm just going to go to a retirement home. Okay, and who's going to run that home? You're other people's kids. Exactly. Other people's kids. You're expecting someone else to have done the work, to have engaged in the labor, to have raised the person, to then sort of like parasitically, sort of like, yeah, well, I've got money. Here's this money. Come and do. So, but I mean, is that going to be enough for them to be like, yeah, but I'd rather look after my own mum? So, an der Stelle lassen wir es. Ich habe es weitergeguckt, da kommen nicht mehr so viele Aspekte. Ist es denn Egoismus sozusagen, keine Kinder zu kriegen, um die Erhaltung der Menschheit sozusagen zu gewährleisten? Gute Frage. Wir leben in einer ziemlich egoistischen Gesellschaft. Es gab eine schöne Studie, war es, glaube ich, dass wir sowieso nicht für eine Massengesellschaft geeignet sind. Also auch in allen anderen Bereichen nicht, weil wir nur Empathie maximal mit 3 bis
500, ich bin nicht mehr ganz sicher, Leuten überhaupt empfinden können. Deswegen funktioniert Leben und Zusammenleben im Stamm, auf das wir evolviert sind, sozusagen so gut. Da lässt keiner Müll liegen, da kennt jeder jeden, ist vielleicht dörflich und nicht so schön frei wie in der Großstadt. Aber wenn die Großstadt im Vergleich siehst, naja, braucht man ja nur die Unterschiede sehen, das ist klar. Dass wir sozusagen evolutionär auch gar nicht dafür gebaut sind. Also wie kann man jetzt auf gesellschaftlicher Ebene Empathie erwarten, dass Frauen ihre Karriere für Kinder wegschmeißen oder gar ihr Ego oder ihr Karussell? Wird nicht passieren, ist auch okay, muss man ja auch anerkennen, ist freie Lebensentscheidung, ja. Man kann niemanden dazu zwingen, aber man kann es zumindest mal benennen. Deswegen fand ich, auch wenn hier nicht so viel Neues dabei war, diese ganze Zusammenfassung von ihm der gesellschaftlichen Lage echt ganz gut. Und dann schauen wir mal weiter, was ich noch habe. So, und jetzt steigen wir nochmal zum Rest vom Stream von Newman ein. Da waren auch noch einige echt gute Kommentare dabei, die jetzt auch das Thema nochmal ein bisschen ergänzen zum Teil. Ich fange einfach mal hier an, sind nur noch 10 Minuten. Let me read a couple of the more notable comments and let's wrap this up under the videos themselves. Alec Amit under the video 6 qualities to look for in a woman, among others. He says, in my experience, high self-esteem is the rarest female quality. Er sagt, dass hoher Selbstwert eine der seltensten weiblichen Qualitäten ist. Ja, und wenn man mein 4F-Modell nochmal vor Augen hat und weiß, dass es hormonell auch bei Neurologie hat man das sozusagen ja so angelegt ist, dass sie weniger Testo haben und dadurch weniger Selbstwert, ist das natürlich auch biologistisch natürlich ein Argument, aber auch der niedrige Selbstwert durch den ständigen Vergleich über Social Media mit allem. I agree. Daniel B. said, when a woman says, accept me as Und die psychischen Erkrankungen natürlich. I am, what she's saying is, I refuse to self-examine and improve. Ja, wenn eine Frau sagt, nimm mich so an, wie ich bin, sagt sie damit eigentlich in Womanese, ich verweigere mich selbst zu reflektieren und mich zu verbessern. Und übrigens, und hier schiebe ich mal ein, wenn ihr ein Narzissmuskriterium, nur eins, haben könntet, um sofort zu entdecken, wer Narzisst ist, dann fragt, wo möchtest du sozusagen mit dir noch hin? Wo kannst du dich noch verbessern? Ja. Und da hast du den Narzissten praktisch erwischt, weil er denkt, er ist die Krone der Schöpfung. Yep. A good question. Oder er geht ins Weinerliche und sagt, oh, ich kann mich aber nicht verbessern. Okay. Said it before, is especially if you can notice a woman is like full of herself, like is wenn eine Frau von sich eingenommen ist, eben eher verdeckt narzisstisch ist, wie die meisten eben durchs gesellschaftliche Narrativ, durch die psychologischen Entwicklungen sind es wirklich viele. Alexander Grace ordnet Frauen in 2 Kategorien ein, High-Quality und Low-Quality Women, eben Frauen, die einen Selbstwert haben, einen gesunden Selbstwert haben, ja, keinen künstlichen von außen, sondern einen gesunden intrinsischen Selbstwert und die anderen und die Anteile sind eben extrem durch die gesellschaftliche Entwicklung auseinandergegangen. Von den Guten, wenn man es jetzt mal so will, gibt es leider immer weniger und der gesellschaftliche Trend geht halt in eine andere Richtung. Ask her a question. If you could improve one thing about yourself, what would it be? Ja, genau die Frage. Wenn du was an dir verbessern könntest, was wäre es? Das ist die Narzisstenfrage. And then just listen for crickets. Und dann hör die Grillen zirpen. Genau. Und dann weißt du, wen du vor dir hast. That's a good question. I never thought about that. And I'm thinking, like, really? Really? You think you're perfect? You got no flaws. Like, you can't just rattle off like where my sister gets annoyed with me. Like that could be a flaw, or I'm always late, or something. No, if she finds it hard, it's actually a new question for her. Name a fault. Like, where can you improve? If you have to improve one area of yourself, where could you improve? Jake V says, the quality that matters most is trustworthiness. Yes. Look at the difference. You can the difference between trusting how easily and honestly you can trust, say, family and friends that you do really trust because they've proven their trust to you, compared to some guys' wives that they have kids with. They've been with them for years. And you can tell they hide things and they can't trust them. Ja, Vertrauen und Ehrlichkeit sind für mich auch Kerneigenschaften. Da bin ich sehr auf seiner Linie. Er geht ja ein bisschen weiter und sagt, du musst dein wahres Selbst sein, wenn man so will, aber auf jeden Fall ehrlich mit dir selbst sein, sage ich auch immer. Und wenn die Frau dazu passt dann und sie ehrlich ist, dann passt es. Ansonsten passt sie nicht zu dir, ganz einfach, sehe ich auch so. Und wenn es dann eben keine mehr gibt, weil es davon keine mehr gibt, dann geht man eben MGTOW. Also
Ja, keine Frage. Also ist ja immer so sein Tenor, sage ich dazu mal. In dem anderen Video, was da unten rechts ist, das ist auch sehr spannend. 6 Qualitäten in einer Frau, hat er praktisch ein Einhorn beschrieben, charakterlich, vor allen Dingen um charakterliche Eigenschaften, ja. Aber im Endeffekt will man es dann anders haben, will man ewig in der Lüge leben, wie es er es jetzt beschreibt. Nee, ich könnte es nicht. Ne? Also ich bin da bin ich zum Beispiel auf seiner Linie, bevor ich mir auch eine Maske aufsetze, die du eh nicht aufbehalten kannst. Ja, dann lieber ohne Frau als so. Why would you be with someone? Why would you share a bed with someone you can't trust? Continues sadly, this is the quality most lacking in modern women. Women are untrustworthy by nature, but they can be made more trustworthy by enforcing rules and social standards. Ja, er sagt, Vertrauenswürdigkeit ist die am schlechtesten ausgeprägte Eigenschaft bei heutigen Frauen. Gut, Hypergamie brauchen wir nicht nochmal lange erklären, spielt da natürlich eine Rolle, die vielen Möglichkeiten, das gesellschaftliche Narrativ, der Narzissmus und so weiter. Yes, society used to do that. Und soziale Normierung, wollte ich noch sagen, hat das sozusagen reguliert und jetzt ist es völlig dysreguliert. Klar. Much more before. When such standards are abandoned by society, women revert back to their animal nature. Now imagine the opposite scenario. What if... Jetzt kommt das Spannende, weswegen ich dieses Video zeigen wollte. Ja, Frauen revidieren ohne soziale Normierung, das ist nämlich genau auch meine These, zurück in die evolutionäre Ebene, hatten wir auch im Video vorher gerade gesehen, ja, was gesellschaftlich passiert ohne soziale Normierung. Ja, freie Wildbahn halt. Und noch bestärkt, nicht nur noch Brandbeschleuniger raufgekippt. Und jetzt entwickelt er das Gegensatzszenario. Was wäre, wenn Männer völlig dysreguliert und sozial unnormiert wären? If social standards for male behavior were abandoned and men were encouraged to take whatever they could by force. Ja, und Männer dann ihrem Schema folgen. Alles zu nehmen, was sie wollen, mit Gewalt, eben Anarchie, eben Despotismus. It would be utter chaos. Ja. That is a brilliant point. Women are told there's no social standards, take whatever you want. Genau, Frauen wird erzählt, es gibt keine Standards, du bist die Königin, alles klar, du kannst alles machen, was du willst. Any way you want. It's all good. What if men could... Alles gut, du kannst nichts falsch machen, darfst nicht beschämt werden. Ja, all die gesellschaftlichen Trends. Do that. This world, it would actually be a better world. Das wäre eigentlich eine bessere Welt. Und jetzt kommt seine These. It would come to a resolution, even if it would be horrific. There would be kind of like a lot of violence between men. Ja, wir würden uns die Köpfe einschlagen, Chaos, Krieg. Women would be forcibly put in place and stuff. Frauen würden wieder zwangsverteilt werden, zurück praktisch in die Urzeit. Like that, but there would be an equilibrium where the species would go on and we'd get to some sort of tranquility. Genau, aber es würde ein Equilibrium geben, also sozusagen einen Ruhepunkt, wenn wir sozusagen dann die Kompetenz-Dominanz-Hierarchie, wie es halt instinktiv vorgesehen ist, wieder erkämpft hätten, würden wir halt weiter als Spezies weiter bestehen halt, ja. When women are allowed to do what they want with their nature, it just keeps devolving into chaos and the world burns. Genau, und Female Nature bedeutet in seiner freien, entfalteten Form Hypergamie in die Endlosigkeit, bedeutet Chaos und die Welt wird brennen. Until there's nothing left. Bis nichts mehr übrig ist. Und hier wollte ich nochmal eine Ebene einfügen. Wenn wir sehen, dass Frauen 85%, glaube ich, der Kaufentscheidungen treffen, Hauptkonsumenten sind, ein großer wirtschaftlicher Hintergrund des Feminismus, auch absolut. Verdopplung der Arbeitskraft, Halbierung der Löhne und massiv steuerbare, gut konsumierende Konsumenten. Und wenn wir dann noch drüber legen, dass Amerika 4-mal so viele Ressourcen, wir in Deutschland 2,5-mal so viele Ressourcen, wie die Erde hat, verbrauchen, dann sollten wir uns doch mal fragen, wer verbraucht denn eigentlich diese Ressourcen? Ja. Also das würde ich immer der Prenzlberger Körnermutti mal entgegnen, die denkt, weil sie Fairtrade-Bananen kauft, ist sie ein guter Mensch oder so. Wer hier eigentlich wirklich, welche Natur eigentlich wirklich die Erde ausbeutet. Das ist nicht das Patriarchat. Das ist das Konsumverhalten von Frauen, die mit Konsum natürlich auch kurzfristige Belohnungen sich sozusagen geben. Oh, der Tisch hat einen Kratzer, ich brauche einen neuen. Ah, zack, zack, zack. Ne? Also wir wissen, das Konsumverhalten von Frauen trägt wesentlich eigentlich zum Ausbluten des Planeten bei. Ja, wo Frauen immer als Schafferinnen des Lebens und so weiter sozusagen stilisiert werden als das pure Gute, als, an der Stelle ist Female Nature zerstörerisch. But the point with women is like, it's not like the past where they could let their village burn, then they could go to another village and other men could take them in another village. The whole planet is burning. You can't go to another planet, sweetheart, especially because you're not smart enough to build a rocket ship. Früher konnten sie noch ins andere Dorf weiterziehen, wie die Heuschrecken quasi. Ja, der unersättliche Monkey Mind, ich erwähnte ihn mal, ja, take.
Hypergamie halt auf allen Ebenen in freier Entfaltung. Ja, und heute haben wir einen Planeten, der ist weg und ihr seid zu doof dafür, ein Raumschiff zu bauen und dann woanders die Heuschrecke zu spielen. Übel, übel. Also es ist hart, aber es hat Wahrheit. Und deswegen wollte ich es unbedingt mal anmerken. Boone Dougal said she had the nerve on this last video about Tiffany. He says she had the nerve to accuse you of hating women and then in the next sentence said that men and women are natural enemies. How can someone be so devoid of self-reflection and self-awareness? If you believe that men and women are natural enemies, it means that you think that you can hate men, but that they can't hate you and they're supposed to let you win, even though you're their enemy. I mean, geez, she actually said this. Ja, das ist das Video, worauf er hier anspricht. Da wollte ich mal kurz den Brief, den er da präsentiert hat, von einer Frau zeigen. Ja, ich greife mal vor, bezichtigt ihn sozusagen, ja, frauenfeindlich zu sein. Sagt aber im selben Atemzug, Männer und Frauen sind Feinde und wir werden am Ende gewinnen. Und jetzt, da gucken wir noch mal kurz rein. Sie sagt, Tiffany, Human, wenn du nicht so bitter wärst gegenüber Frauen, wärst du ein ganz netter Typ. Leider ist Frauenhass ein No-Go für mich, ein Dealbreaker. Frauen und Männer sind natürliche Feinde und wir lernen, Kompromisse zu machen und legen unsere Waffen nieder, um Beziehungen zu formieren. Männer hatten immer die Oberhand, bis Frauen revoltiert haben und die Sache übernommen haben. Jetzt lernen Männer, wie es sich anfühlt, ein Mensch zweiter Klasse zu sein. Wie Männer darauf reagieren, wird definieren, wie der Genderwar, der Geschlechterkrieg, am Ende geführt wird. Ja, sehr hart von einer Frau. Und das ist eine typische Feministenmeinung. Wenn ich mit Feministen diskutiere, komme ich auch immer an den Punkt. Ich kann sie nackig machen bis zum Schluss. Ja, argumentativ. Sie argumentieren ja eh nur emotional und haben gar keine intellektuelle Substanz hinter ihrer Theorie. Das ist ja eine Ideologie. Aber immer an dem Punkt endet die Diskussion. Wenn du dann so weit kommst, endet die Diskussion da. Ja, ihr hattet jahrtausende lang das historisch-revisionistische Argument. Ihr hattet ja jahrtausende lang die Macht und jetzt zahlen wir es euch zurück. Ja, ich hatte nirgendwo Macht. Ich war nie Teil des ominösen Patriarchats. Und die meisten Männer dieser Generation nicht sozusagen. Ja, das ist dann eigentlich das hinterfotzigste narzisstische Argument, was man eigentlich bringen kann. Eben aus der Emotion geboren, kann ich verstehen. Aber das reißt sozusagen die Maske runter. Wenn du das siehst, das ist der Geist, der dahinter steht eigentlich. Ja, und fühlt sich sozusagen auch noch völlig im Recht, sozusagen dieses Chaos, diesen Niedergang der Zivilisation am Ende anzurichten, ohne Eigenverantwortung. Und jetzt gehen wir wieder zurück zum Video. I've said it before, women aren't great chess players. Women just kind of feel the chess move they're making. And then they make another one, and then they make another one. And then they just either win or they lose, and then they go play chess again. Whereas a man is kind of like, this is not just because I'm competitive, because it matters. Things in life like this matter. The moves you make matter. That's why chess is so popular amongst men. Er erwähnt das Schachspiel. Es gibt auch keine weiblichen Schachspielerinnen. Ja, es gibt eine, glaube ich, da haben sie gleich einen Netflix-Film drüber gemacht, die mal irgendwas gerissen hat. Klar, warum? Weil es hier um die linke Gehirnhälfte geht, um strategisches Denken. Ja, und Frauen leben gerne im Moment, sind gern solipsistisch, gucken empathisch zwar so weit, wie sie gucken können, ja, nicht so gut im Abstraktionsvermögen und demzufolge bei Schach nicht so erfolgreich. Aber das kann man natürlich auch insgesamt übertragen auf die gesellschaftliche Situation. Compared to women. Deep Thinker 80 says, apparently, and again, these last two responses are regarding my video response to Tiffany. He says, apparently we are a species that require natural enemies to form lifelong partnerships in order to reproduce and raise our offspring properly. I swear feminists actually believe men and women are different species. Ja, Feministen glauben wirklich, Männer und Frauen sind von einer unterschiedlichen Spezies. And for the record, women don't fight for all girl power. And for the record, women didn't fight for girl power. They complained to men to give it to them, and when the men did it of their own free will. Ja, sie haben nicht für ihre Rechte gekämpft, sie haben darum gebettelt und Männer haben es ihnen gegeben. Ja, das sollte man auch mal festhalten an der Stelle, das stimmt. And men did it from their own free will, but... Und Männer haben es freiwillig getan, ja. Vor allen Dingen White Knights und Betas und ja, im guten Glauben natürlich auch, will ich gar nicht sagen.
dass das schlecht wäre. Er wird gleich noch was dazu sagen und dann äußere ich mich nochmal dazu und dann sind wir auch am Ende. It's never enough. Yeah. Aber es ist nie genug, natürlich. Klar, hypergame Natur. Women didn't kind of fight for girl power. All decent or well-intentioned men that kind of we had good intentions and we believed women had good intentions. They cooperated with women to make the playing field level and to give women every opportunity that they had every ability to accomplish. But now women just want to revert back to hand me a bouquet of flowers. It's like, no, we got equality long ago. Ja, Gleichberechtigung ist schon lange her. In gutem Glauben haben wir halt die Macht abgegeben, so okay, klar, humanistisch auch völlig vertretbar, bin ich ja auch an Bord eigentlich, klar, eine Frau soll doch alle gleichen Rechte und Chancen haben, so, das ist ja auch völlig logisch und diese Gleichberechtigung ist ja schon lange da, auch wenn immer irgendwie bestritten wird, dass sie da ist und irgendwelche Konstrukte geschaffen werden, ist sie für mich effektiv schon Jahrzehnte realisiert. And now you're too lazy to do anything with your equality. Equality means you've got to make something of yourself. You can't just... Ja, Gleichberechtigung heißt, mach was draus. Das heißt Chancengleichheit, nicht Gleichheit der Ergebnisse. Und das wird ja immer wieder von den Sozialkonstruktivisten irgendwie missverstanden. Sort of sit back and say, give me free stuff. I know that's a woman's nature, but... Es heißt nicht, sich zurückzulehnen und zu sagen, gib mir freies Zeug sozusagen. Klar, hypergame Natur, da wäre sie wieder. Ne? Gib mir 50% Quoten in Aufsichtsräten oder so, aber nicht bei Kanalarbeitern. Ne? Das kennen wir ja, ist klar. Klar, Gleichheit der Ergebnisse. Feministen sind ja auch nur Kommunisten in Kinderschuhen. Na gut, wissen wir ja. Da steckt halt auch neurologisch und evolutionspsychologisch diese Natur dahinter. This is why girl power is so ridiculous these days. And it's actually embarrassing to a lot of the first wave girl power chicks. Ja, und das spricht da auch wieder an, dass gerade die First Wave Feministen, die genau dafür standen, die diesen Vertrag sozusagen in gutem Glauben die Macht sozusagen bekommen haben, quasi vom Mann, die schämen sich für das, was heute läuft. Da müsste ich auch mal Videos zeigen, da gibt es gute Videos. Unglaublich, teilweise, also... Ricky R says, what is funny is women get mad if you say there is a war between men and women. But here, Tiffany says, yes, we are fighting and winning. Kind of easy to win when you can yell, I'm not fighting, as you line up for your bayonet charge. That's women for you. They can't believe their words, so look at their actions. Yep. Na gut, er wiederholt auch nur das alte Bekannte. Klar, guck immer auf die Handlungen, die Opferrolle. Klar, oh, ich will doch gar nicht kämpfen, aber es wird hart gekämpft sozusagen. So, das war eine Menge Öl aufs Feuer des Genderwar hier gerade. Ich will an der Stelle wenigstens nochmal befriedend zum Ende sagen, Männer und Frauen sind Komplimente zueinander. Sie sollten zusammen funktionieren, Kompromisse finden, die Schwächen ineinander ausgleichen und nicht gegeneinander kämpfen, ist meine feste Meinung. Bloß nach dem, was wir jetzt wahrscheinlich, wie lange das wird, hier eine Stunde gesehen haben und wenn wir noch alle anderen Videos vor Augen haben, die ich so gezeigt habe, gehen wir da auf ganz harte Zeiten zu, so muss ich sagen. Und traurig eigentlich, ja. Aber gut, und ich will auch nicht alle in die Pfanne hauen. Jetzt zum Schluss nochmal wirklich die Nicht-Alle-Polizei, weil es wichtig ist an der Stelle. Nicht alle, aber leider die meisten momentan. Und gerade in den Ländern, in denen junge, feministisch geprägte, woke geprägte Länder wie USA oder der ganze angelsächsische Raum, sind diese ganzen Tendenzen extrem stark zu sehen. Bei uns noch nicht so stark in Deutschland, aber das ist auch nur eine Frage der Zeit. In diesem Sinne, auf Frieden. Oh, irgendwann vielleicht doch, wer weiß, was die Zukunft bringt. Meine Arbeit endet hier, eure beginnt jetzt. Und in den Kommentaren, Ahoi und bis bald.